Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Farm Manager World. Das ist jetzt die dritte Folge in Folge, die ich hier aufnehme, weil ich komme einfach nicht von dem Spiel weg, aber es macht ja nichts. Ich lese trotzdem alle eure Kommentare und irgendwann werde ich auch dazu kommen, auf die Kommentare zu antworten. Wir kommen dazu. Wir sind jetzt in Kapitel 2 nämlich angekommen. Yeah, Kapitel 2. Endlich. Ein schwarzes Schaf. Na gut. Ja, Trockenzeit, passt. Wir pausieren mal. Vaquero, ich habe ein besseres Bauunternehmen gefunden, aber die Auswahl an Gebäuden ist immer noch begrenzt. Sie können nicht mit Logistik, Verarbeitungsanlagen und Maschinen umgehen. Ach ja? Es ist schwierig, etwas Besseres zu finden. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber nur wenige Leute wollen mit einem Kleinbauern Geschäfte machen, der des Schmuggels beschuldigt wird. Uncool. Wenn du ein Landgut und etwa 20 Hektar Land besitzen würdest, wäre das eine ganz andere Geschichte. Sofortiger Respekt. Hört sich nach einer Herausforderung an. Lass mich dir helfen, ich kenne ein paar nützliche Tricks. Aber pass auch auf dich auf, du könntest ein gemütliches Haus brauchen. Verbessere das Haus des Inhabers und baue eine Dekoration. So, wir haben 222.000, das heißt, wir können das Haus verbessern. Yeah. So, das heißt, wir haben hier auch weiteres Personal, was wir zuweisen könnten. Ja, das sieht gut aus. Und wir sollen noch eine Dekoration bauen. Die zwei werden wir uns auch gleich drum kümmern. Da musst du dann einen Moment warten. Wobei. Lassen wir ihn noch warten. So, wir wollen nochmal 2 Logistiker anstellen, die nichts von alledem hier machen. Anstellen. Anstellen. Hat er jetzt 2 genommen oder nicht? Ich glaube nicht, er war zu langsam, oder? Personal zuweisen. Zuweisen. Okay, da ist er nochmal. Ich will noch jemanden, weil der Transport zu Fuß und das Ganze durch die Gegend zu tragen, ist nun mal leider aufwendig. Dafür braucht man Personal. So, jetzt haben wir den Janik auch noch. Janik was, ne? Janik Heuler und Michaela Schumacher. Sehr schön. Herzlich willkommen im Team. Wir haben jetzt 4 Mitarbeiter und sollen jetzt noch eine Dekoration aufbauen. Wenn es denn sein muss. Dekoration. Haben wir denn hier nicht irgendwas Hübsches? Einen Brunnen. Der Brunnen ist hübsch. Den stellen wir mal da hinten hin. So. Also. Wir lassen das erstmal hier ein bisschen laufen. Verkaufe alle Ziegen. Verwalten, verkaufen, alle Ziegen verkaufen. So, Schafe produzieren nicht viel. Schauen wir mal ganz kurz. Wir haben 10 Schafe. Sollen wir uns kaufen? Gut. Schafe kaufen. Wir machen das wieder mit Jungtieren. Da sparen wir uns die paar Credits. So, das läuft. Die brauchen... Das scheint zu passen. Lassen wir mal laufen. Bis sie angeliefert werden. Wie sieht es denn hier überhaupt aus? Die Hühner sind noch gar nicht ausgewachsen, oder? Beziehungsweise die Truthähne, die brauchen auch noch. Okay. So, da kommt unser Viehtransporter. Und da kommen die Schafe. Schafe, schön schlafen. So, Gras, Silage. Das da. Oh, wir haben hier etwas, was uns fehlt. Sorghum können wir nicht nehmen. Wir sollten eventuell noch Hafer vielleicht kaufen. Aber das wissen wir ja mittlerweile, wie es geht. Wir gehen hier rauf, sagen Ressourcewellen, sagen Hase? Nein, hier war Hafer. Das ist Hafer. Hafer 100 und sagen automatischer Handel. Da wir das abgegradet haben, können wir hier Hafer hinzufügen. Hafer. Und da sagen wir auch kaufen bis 100. Handelsobjekt hinzufügen. Nein, wir sind da durch. So. Jetzt kann der Hafer gekauft werden. Der landet hier drin. Und die Schafe kriegen den Hafer. Momentan sind wir leider bloß bei 90% Futterqualität.
weil wir leider nichts anderes da haben. Ist aber okay. Damit müssen wir jetzt erstmal eine Zeit lang leben. Hafer kommt ja. Wir können schon mal anklicken, Hafer. So, hier haben wir immer noch unser Milchproblem, das jetzt hoffentlich bald etwas reduziert wird, weil wir mehr Mitarbeiter haben. Was machst du denn da? Chillen und auf dich klarkommen. Was ist mit dir los? Wohnbonus, Dekoration, eigentlich bist du zufrieden? Sollen wir dir ein bisschen mehr Gehalt geben? Läufst du dann? Nein? Xenia, was ist los? Na gut. Warten wir es ab. Ich hoffe, sie wird gleich loslaufen. Ansonsten, was bei solchen Situationen hilft, ist entweder die Mitarbeiterin entlassen, das ist eine Möglichkeit, oder das Spiel einfach neu starten. Das hilft häufig. So, hier sind wir gerade im Moment beim Bewässern. Ernte dauert noch ein bisschen. So, die Schafe dürften langsam wachsen. Tun sie. Und meine Truthähne da hinten werden auch langsamer wachsen. Wir können bloß mit ihnen leider nicht viel anfangen, die können wir dann bloß wieder verkaufen. Macht auch nichts. Lassen wir das mal laufen. Wir könnten übrigens dasselbe Prinzip auch mit Kühen machen. Was wir hier gerade mit Truthähnen haben. Wir kaufen uns Jungtiere, lassen die versorgen und wenn sie groß sind, können wir sie verkaufen. Der Vorgang ist lukrativ, aber er hat leider einen Nachteil. Es geht nicht automatisch. Und das ist schade. Weil uns nämlich hier noch eine Sache fehlt, und zwar die Produktion. Wir können später aus den Rindern, die können wir schlachten und dann können wir sie vielleicht noch ein bisschen weiterverarbeiten. Steht uns aber im Moment leider noch nicht zur Verfügung. Deswegen müssen wir da einfach ein bisschen warten. Und wir wollen natürlich auch ein bisschen gucken, was das Tutorial uns an der Stelle bringt. So. Die Milch wird nicht wirklich weniger, ne? Na gut. Schauen wir mal, wie sieht es denn hier aus? Haben wir hier irgendwas, was unbedingt dringend verkauft werden muss? Nein. Ja, 9700 Milch. Die sollte erstmal geliefert werden. Das ist ja mein Problem gerade. Das wären 3,5 Gänge hier. Und gerade du hier, ne? Bleibt im Gebäude für Festangestellte, okay. Ja, Xenia, was ist denn mit dir los? Ich will doch nur, dass du ein bisschen arbeitest. Wenn du nicht arbeitest, gibt es andere Möglichkeiten. Du wirst partout nicht, ne? Okay. Dann müssen wir dich leider von der Arbeitsstelle abrufen und entlassen. Und sagen hier, anstellen. Da haben wir ja schon wieder jemanden. Den Udo anstellen. Hallo im Team. Und ich werde mir hier auch gleich mal, wo haben wir da? Haben wir einen Udo. Und dann darf er wieder laufen. Ja, ab und zu passiert sowas, dass ein Mitarbeiter hängt. Aber es ist halb so wild. Das funktioniert schon. So, und hier haben wir übrigens... Wo sind denn die anderen beiden? Ah, doch, alle da. Alle da. Fenster ist bloß ein bisschen kleiner an der Stelle. So, wie sieht es mit unseren Schafen aus? Unsere Schafe, ja, sie wachsen und wachsen und wachsen. Sehr gut. Und sie hier, du da, komm. Jawohl. Verwalten, verkaufen, alle. So, das sind 240, die wir bekommen. Und wenn wir sie kaufen würden, 150. Nicht wirklich lohnenswert, meiner Ansicht nach. So, wir könnten uns hier mal mit Legehennen beschäftigen, aber das lassen wir mal. So einträglich ist das Geschäft da oben leider im Moment noch nicht. Das ist hier deutlich lukrativer. So, errichte ein Gebäude, ist ein mittlerer Hof. Du kannst hier weitere Schafe leisten, baue einen mittleren Stall, kaufe 24 Schafe und stelle dort 2 Mitarbeiter ein. Ja, dann würde ich mal sagen, du kannst hier mal gehen. Du kannst hier mal gehen. Weg. Und dann sollen wir hier einen mittleren Stall für Schafe.
Mittlerer Stall. Mittlerer Hof. Okay. So, wie groß ist der? Ja, massiv. Na, so rum. Gehst du da rein? Jawohl, zack. Ein 1:1 Tausch. So, wenn das hier fertig ist, dann 2 Arbeiter den mittleren Hof zu. Ja, die haben wir jetzt auch zur Verfügung. Da wir hier ein bisschen so, Personal zuweisen. Haben wir. Dann wollen wir 24 erwachsene Schafe. 4000. Die gönnen wir uns mal im ausgewachsenen Zustand. Das und das. Und die hier, tja. Ich weiß nicht, soll man sie wirklich weiterhin behalten? Weil wir haben jetzt hier 10 und hier 24. Ich würde sagen, das lohnt hier nicht. Deswegen machen wir hier Folgendes, um wieder uns ein bisschen Kosten zu sparen und Personal frei zu kriegen. Okay, dauert einen Moment, bis wir sie rauskriegen. Jetzt geht's. Und dann können wir jetzt das da wegmachen. Dann haben wir eine Person wieder zur freien Verfügung und können in Ruhe abwarten, bis das hier alles durchläuft. Wie sieht's denn? Ah, jetzt haben wir es endlich geschafft, dass die Milch leer ist. Haha. So, und die Schafsmilch, verkaufen wir die auch schon vollautomatisch? Ich bin mir nicht ganz sicher. Schafsmilch. Moment, wir hatten hier Ziegenmilch, deswegen Handelsobjekt hinzufügen. Milch. Und diesmal Schafsmilch. Verkaufen über 0. So. Jetzt müssen wir einfach warten und warten und warten. Fortgeschrittene Transporttechnik, die haben wir vorhin schon mal gemacht. Und während wir hier ein bisschen warten, können wir natürlich wieder gucken. Gibt es denn neue Schulungen? Nein, nein, nein. Maschinen können wir leider noch nicht. Das wird aber dann ganz spannend. So, erhöhe die maximale Anzahl der Mitarbeiter. Das ist ein interessanter Punkt. Kredite und Maschinenleasing frei. Das machen wir mal. Wenn das fertig ist. So, das haben wir. Verkauf für 100 Liter Schafsmilch und Verkauf für 50 Kilo Schafswolle. Und Schafswolle. Ah, Schafswolle haben wir vergessen. Gut. Wolle. Hallo? Ja. Wolle. Gut. Und hier auch bitte verkaufen. Nicht kaufen. Verkaufen. Über 0. So, alles verkaufen quasi, was wir da haben. Sehr gut. Zu dir kommen wir gleich. Wir gucken jetzt hier nochmal, ob das alles soweit funktioniert. So, Sorghum wäre bereit für die Ernte, aber wir haben hier ein paar Zeichen und die können wir hier unten etwas genauer anschauen. So, wir haben keine Maschinen, Traktor für Obstanbau, nicht genügend Mitarbeiter, nicht genügend Platz im Lagerhaus und ich brauche ein weiteres Lagerhaus, kleines Silo dafür. Kriegen wir das hier noch hin, das kleine Silo? Ich glaube ja. Kleines Silo, dann drehen wir dich richtig rum hin. Dich darf ich nicht dahin setzen. So, machen wir es hier hin. Dann müssen sie halt ein bisschen weiter laufen, aber das sollte eigentlich stimmen. Und die eine Meldung sollte jetzt weg sein. Gut, nicht genügend Arbeiter, das ist ein anderes Thema. Das sollte hoffentlich bald... Da kommen sie. Jawohl, sie ernten zu viert. Sehr gut. Sorghum wird geerntet. Und hier haben wir Platz für weitere 2000. Die werden wir da mal reinsetzen. Das sieht soweit gut aus. Ja, das gefällt mir. Dann haben wir nämlich hier wieder unsere Versorgung von euch und von euch. Ihr nehmt leider kein Sorghum.
Vielleicht werden wir nochmal irgendwann Hafer anbauen müssen. Wir könnten noch ein Feld mit Hafer anlegen. Weiß aber nicht, ob das gerade im Moment sinnvoll ist. Mal, wobei das Feld und das Feld macht mir im Moment keine Arbeit mehr. Wir könnten tatsächlich noch ein Feld mit Hafer anlegen. Warum eigentlich nicht? Ein 5×5 großes Feld und da wählen wir Hafer. Dann haben wir auch gleich noch was anderes, was wir mit Hafer kriegen, nämlich Stroh. Können wir das hier irgendwo verfüttern? Jo, können wir. Dann können wir hier noch Stroh hinzufügen. Dann sagen wir auch hier... Na, dann warten wir ab, bis es soweit ist. Dauert ja alles seine Zeit. So. Im Lagerhaus stapelt sich nichts mehr. Das ist das, was wir bestellt haben. Das passt. Hier sollten wir mal auf verfügbar gehen. Das passt auch. Und hier schauen wir mal Milch und Milch. Haben wir da die automatischen? Nicht, dass wir irgendwas hier... Milch und Milch, das passt, das wird verkauft. Wolle wird verkauft. Sehr gut. So, dann schauen wir mal, was er will. Wir haben ja noch ein bisschen Geld. So, erzähl mal, wie man 50.000 Credits pro Monat macht in etwa 4 Monaten ohne Verarbeitung oder Logistik. Super, deine Erfahrung mit Kühen wird sich als nützlich erweisen, aber in gewisser Weise auch deine Erfahrung mit Truthähnen. Erzähl mir mehr. Investiere in Rinder, baue einen mittleren Kuhstall, aber nur mit einem einzigen Niedriglohnarbeiter, kaufe außerdem 8 junge Kühe. Gut, machen wir das mal. Bauen wir einen mittleren Stall. Wenn ich die mal auseinanderhalten würde. Mittleren Stall. Drehen wir mal. Oh, der passt gar nicht mehr hin. Gut, dann werden wir das hier anders machen. Dann werden wir die da oben hinsetzen. Oder hier. Machen wir hier, dann sind die Wege kürzer. Wir werden sowieso bald Land kaufen können. Hoffe ich. So, ziehen wir das mal da hin. Und dann machen wir hier gleich nochmal einen zusätzlichen Weg rein. So. Alles auf Gesicht. Genau. Okay. Wir brauchen einen weiteren Mitarbeiter für Tiere. Tiere. Hans Schmied. Gut. Hier kommt Personal. Hans Schmied. Oh, wir hätten sogar noch jemanden da gehabt. Livia Zelle. Vielleicht können wir das dann nochmal aufbauen. Ne? Werden wir gleich sehen. So, dann sollen wir kaufen... Welche? Milchkühe, Jungtier. Milchkühe, Jungtier. Ah, das ist das, was ich vorhin erzählt habe. Genau, das war in der Kampagne. Stimmt? So, dann geben wir euch das. Komm, klick. Das und das. Wir haben ein bisschen mehr, aber mal gucken, was wir alles kriegen. So. Kühe wachsen schnell, solange sie etwas zu fressen haben. Wenn sie ausgewachsen sind, verkaufe sie. Das machen wir einmal. Außerdem könnten wir dann theoretisch diese Kuhstelle bei mir 8 und hier 4. Na, vielleicht sollten wir dann die da auch wegmachen danach. So, die wachsen. Sehr schön. Können wir uns um andere Dinge kümmern, während wir warten, bis sie ausgewachsen sind. So, Sorghum ist geerntet. Wir haben 2700 Sorghum. Großteil davon ist schon hier. Sehr gut. Das heißt, die Versorgung unserer Tiere ist gewährleistet. Wir könnten jetzt noch die Überschüsse hier an Sorghum verkaufen. Mal schauen, was das bringen würde. 800 und 2500. Ja, das lohnt sich nicht. Tut mir leid, das lohnt sich an der Stelle nicht. Was wir uns aber angucken könnten, wenn wir noch irgendwo Platz für einen weiteren Mitarbeiter haben wir, ist hier, genau, Lagerplatz für Silage. Das ist ein sehr praktischer Bereich, den können wir hier nicht hinstellen. Hier könnten wir ihn hinstellen. Ist vielleicht nicht ganz so optimal, aber
Der Platz für den Mitarbeiter ist optimal. So, das lassen wir mal bauen. Weil wir nämlich hier ja noch eine Sache kaufen. Und zwar, wir kaufen uns ja Silage. Gärfutter. Und wenn wir jetzt hier schauen, wir haben, was haben wir denn zur Verfügung? Gras zum Beispiel. Gras kaufen wir ja. Und wir werden demnächst durch das hier, durch den Hafer werden wir noch was anderes bekommen. Aber im Moment setzen wir das einfach Folgendes an. Und zwar, wir sagen, wir wollen aus Gras Silage machen. Zack. So, jetzt müssen wir ihnen aber noch einen Mitarbeiter zuweisen, den wir nicht haben. Deswegen... Die sind alle in Arbeit, genau. Und dann haben wir hier eine Tierzüchterin, die keine Arbeit hat. Die ich nicht rausschmeißen möchte. Dann stellen wir hier einfach nochmal einen Produktionsmitarbeiter ein. Den Jürgen Danzig. So, den weisen wir hier den Platz zu. Personal zuweisen. Jürgen Danzig zuweisen. Wobei, können wir es uns im Moment erlauben? Ich bin mir nicht sicher, ob wir es uns erlauben können, jemanden langfristig nicht arbeiten zu lassen. Aber ich hoffe, es wird nicht langfristig sein. So, er muss jetzt dafür sorgen, dass hier Gras angeliefert wird. Von hier. Kann ich da noch eine Straße drüber machen? Ja, muss einmal drum rumlaufen, das wird schon gehen. So. Schauen wir mal zu. Da kommt er gerade schon mit der ersten Lieferung Gras. So, und aus dem Gras wird hier Gärfutter. Das heißt, wir können uns, sobald er hier das erste Mal Gärfutter produziert hat, die Produktion, den Ankauf von Gärfutter sparen. Wieder ein Schritt weniger, den wir machen müssen. Im Moment sieht es ganz gut aus mit der Geschwindigkeit, wie er läuft. Schafft er es relativ gut. Genügend, wobei nicht ganz, aber nicht ganz optimal, aber wir kriegen das. Wir könnten hier vielleicht nochmal einen Weg oder das anders bauen. Mal uns dann überlegen. Wird mit Sicherheit auch nicht der finale Platz sein dafür. So, holen noch mal ein bisschen Gras. Ja, wir haben kein Gras. Das heißt, wir müssen hier sowieso ein bisschen aufstocken. Wir sagen mal, der Vorsicht halber 1000. Das wären hier zweimal die Lieferung für hier und 100, wie wir es für die Tiere bisher hatten. Das sollte eigentlich dann passen. Ja, doch, das passt. So, und jetzt haben wir dann das erste Mal schon Silage produziert. Ja, ne? 450, gut. Das heißt, wir können uns jetzt hier den automatischen Handel kaufen bis 100 und über 1000 werden wir verkaufen. Gut, Trockenzeit. So, das heißt, wir werden hier immer mindestens 100 drin haben, falls da irgendwas schief läuft, zu wenig Gras da ist oder sonst irgendwas. Gott bewahre, dass zu wenig Gras da wäre. Da werden wir sowieso mal bis 500 mal gehen, weil wir jetzt hier eine größere Bestellung haben. Das sieht, glaube ich, ganz gut dann aus. So, wie sieht es denn da oben aus? Die sind noch am Wachsen. Dauert noch einen kleinen Moment. Das warten wir auf jeden Fall noch ab. Hier, das, wie gesagt, das dauert ewig. Hier, das dauert immer noch ewig. Hier haben wir noch in einem Tag die nächste Maisernte. Sehr schön. Und hier wird gepflügt. Hafer kommt also auch bald. Sehr schön. So, hier kann geerntet werden. Wir haben nur aktuell zu wenig Erntearbeiter. Aber wir haben jetzt das Gebäude für Saisonarbeiter. Sehr schön. Das wir noch nicht bauen. Lassen wir das so. Können wir das nächste Mal machen. Weil, wenn ich auf die Uhr schaue, warten wir einfach noch ab, bis unsere Tiere da oben ausgewachsen sind, was sie sind. Und wir sollen jetzt die 8 ausgewachsenen Milchkühe verkaufen. 8 ausgewachsene Milchkühe für 16,640. So. Moment. 16,640. Ist natürlich auch nicht der Oberburner jetzt, aber gut. Wir brauchen auch noch einen Mitarbeiter, deswegen ist das gar nicht so verkehrt. Lassen wir das noch einmal laufen. Spielt keine Rolle. So, wenn du Kälber kaufst und Kühe nach einem Monat verkaufst, verdienst du viel mehr als an den Kosten für Futter und das Gehalt des Mitarbeiters. Oh,
Okay. Baue einen zweiten mittleren Kuhstall, kaufe Kälber für beide Kuhställe und verkaufe sie, sobald sie ausgewachsen sind. Gut. Damit haben wir ja schon unseren nächsten Auftrag. Mittlerer Stall. Drehen. Hinsetzen. Beschleunigen. Die 2 Kuhställe werden wir dann für was anderes verwenden. Im Moment ist das leider nicht ganz optimal, weil ich sagen würde, wir könnten hier unten. Die werden gerade geliefert, gut. Und für hier haben wir noch eine Mitarbeiterin, soweit ich weiß. Genau. Kaufen. Jungtiere. Kaufen. So, dann Hafer, das und das. Das. So, jetzt stimmt's. Dann setzen wir hier mal auf verfügbar und hier machen wir das genauso auf verfügbar. So, warten wir mal, bis sie hier ein bisschen hier Nahrungsmittel geholt hat. Sie gerät gerade mit ihrem Körbchen. So, sehr schön, passt. Mist, produzieren wir genug. Übrigens, habt ihr gesehen, wie toll das hier passt? Ich bin ja fasziniert. Haben wir bei der Auswahl komplett super richtig gemacht hier. So, das gefällt mir. Die hier. Ich lese gerade, Moment. Schulung absolvieren. Dann lassen wir das erstmal laufen. So, ich würde sagen, Zeit ist um. Ich werde hier die 2 noch leer laufen lassen. Ich werde wahrscheinlich noch mit euch zusammen mal ganz kurz hier die Schulung starten. Weil, warum nicht? Die Schulung starten wir noch. Und dann sollen wir noch 3 große Ställe errichten. Ich denke, das werden wir das nächste Mal machen mit den 3 großen Stellen. Ich werde hier auch noch ein bisschen laufen lassen, dass noch ein bisschen Kohle reinkommt. Ich hoffe, das wird alles funktionieren. In diesem Sinne, wenn es euch gefallen hat, dann gebt mir noch einen Daumen nach oben, ein Like, ein +1. Ihr könnt gerne Kommentare schreiben, die lese ich gerne, beantworte ich gerne. Ansonsten bleibt mir nur eins zu wünschen, habt noch eine schöne Zeit und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.